willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr es im Hintergrund schon erkennen könnt, wir haben hier ein mächtiges Bauwerk. Wir müssen auch gleich mal versuchen, ob wir da nochmal mit der Drohne herfliegen dürfen. Da müssen wir aber erstmal fragen. Und zwar ist das La Coupole. Es sollte mal eine Raketenbasis werden der Deutschen hier in Frankreich, wo man V2-Raketen hätte starten können. Und das ist ziemlich einzigartig, dieses Gebäude, und kam aber so halt nie zum Einsatz. Wir werden jetzt gleich mal gucken, wie das alles drin aussieht und was wir alles sehen werden. Und ja, bleibt einfach dran beim Video. Und wie gesagt, wir versuchen gleich nochmal, ob wir das in Gänze von oben über die Drohne einmal filmen dürfen. Ich hatte leider jetzt nicht vorher angefragt. Aber vielleicht besteht die Möglichkeit, dass wir da eben einen Shot machen dürfen. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal die Anlage. Wir werden jetzt, wie gesagt, hier unten reingehen. Wir können jetzt leider jetzt keine Drohnenaufnahmen machen. Da muss man vorher erst noch Presseprozedere durchlaufen und anfragen, ob man das hier machen darf. Ist jetzt leider ein bisschen ungünstig. Aber wir können das hier auch gerne nochmal auf dem Bild uns anschauen. Das ist im Prinzip deshalb auch so namensgebend, die Kuppel. Das hier ist zum Beispiel jetzt ein Foto, was jetzt direkt 44 aufgenommen wurde, wo auch schon einige Bombardements geflogen sind. Insgesamt sind das hier, glaube ich, 15 Angriffe gewesen, wo man dann auch endgültig entschieden hatte, das Projekt aufzugeben und sich dann hier zurückzuziehen. Hier sieht man jetzt mal einen Angriff, der am 10. Juli geflogen wurde von britischen Moskito-Bombern. Das ist hier alles zerstört. Man sieht halt hier noch die Baustelle. Es ist halt immer noch nicht aktiv gewesen. Man hat hier noch gebaut ohne Ende. Ja, und hier kommen wir jetzt praktisch in den Zugangsbereich, der uns jetzt gleich mit dem Fahrstuhl unter diese Kuppel bringen soll. Und man sieht ja hier schon das Eingangstor, wie gewaltig das ist. Hier auch nochmal der zerstörte Bereich, wo wir uns jetzt gerade hier befinden. Also hier unten ging Schienen her. Hier waren einzelne Loren, die höchstwahrscheinlich mit einem kleinen Zug hier reingebracht wurden, wo man das Material für den Ausbau rein und raus geschafft hat. Wahnsinn. Wirklich gigantisch. La Coupole, auch bekannt als die Coupole Delfaux-Viserne, war ein gewaltiger Bunkerkomplex, der während des Zweiten Weltkriegs von Nazi-Deutschland errichtet wurde. Etwa 5 Kilometer südlich von Saint-Omer in Nordfrankreich wurde diese Einrichtung 1943 als Basis für die V2-Raketen gegen London und Südbritannien geplant. Der Bunker wurde in den Abhang eines stillgelegten Kreidebruchs gebaut und zeichnet sich durch eine riesige Betonkuppel aus, die für die massive Struktur namens La Coupole steht. Unter dieser Kuppel verläuft ein Netzwerk aus Tunneln, das unter anderem Lagerräume, Startanlagen und Quartiere für die Besatzung beherbergte. Der Bunker war für die Produktion und den Start von V2-Raketen auf industriellem Niveau ausgelegt. Jeden Tag sollten Dutzende Raketen betankt, vorbereitet und gegen London abgefeuert werden. Doch trotz der monumentalen Bauarbeiten und der Schutzziele durch die massive Kuppel konnte der Bunker aufgrund fortwährender alliierter Bombardierungen nie in Betrieb genommen werden. Ja, das Ganze ist jetzt hier schon seit Frühjahr 1944 gebaut worden. Von der Organisation Todt, federführend Bauvorhaben 21. Und das sollte halt die erste Raketenbasis für ballistische Raketen sein, die gegen England gerichtet wurden. Hier scheint ein Generator gestanden zu haben, da hat man noch das Originalfoto. Hier unten sieht man die Fundamente, wo der gestanden hat. Das ist cool, dass sie dann da immer noch mal ein Foto gespeichert haben.
Wahnsinn, also die Ausmaße, ihr seht sie jetzt hier, wenn die Menschen hier durchgehen, das ist wirklich gigantisch. Also das ist jetzt hier einer der Dieselgeneratoren, die man jetzt hier reingesetzt hatte für die Baustelle, damit das Ganze hier autark laufen kann. Und hier oben hat man im Prinzip jetzt das Ganze als separates Gewölbe in den Stollen gehauen. Also es wurde hier praktisch ausgeschalt an der Seite. Man hat also mit den Wänden angefangen, hat dann in der Mitte das Gestein praktisch wieder weggenommen und dann hat man oben mit dem Gewölbe weitergemacht. Und so konnte man dann hier in dem ganzen Bereich die einzelnen Nischen halt verwenden. So, das ist jetzt hier die erste Ausbaustufe. Wir haben jetzt hier oben wieder das typische, ja, wie so eine Art Torpedofangnetz. Das ist jetzt schon wieder erneuert. Und das ist jetzt ja praktisch der erste Bauabschnitt, in dem man halt einfach nur die Steine erstmal losgebrochen hat und dann nach draußen befördert hat. So, hier sieht man das Ganze mal, was ich vorhin meinte, was ich angesprochen habe. Man hat im Prinzip in der Mitte den Bereich erstmal ausgespart und hat da angefangen, hier an den Seiten erstmal die Wände zu verschalen und den Beton dann reinzugießen. Und dann hat man oben mit dem Gewölbe angefangen. Und hier ist der Ausbau halt noch nicht vorangeschritten. Wie gesagt, die Anlage ist ja nicht fertig. Da an der Decke, wie gesagt, hätte jetzt noch das Gewölbe gegossen werden müssen. Ja, hier sieht man das auch nochmal. Das sind alles die unvollendeten Bereiche jetzt hier auf der Ebene. Ja, überall soll es noch weitergehen. So, und da hinten ist diese Maschine, die man benutzt hat, um diesen Beton dann hinter diese Verschalung, das sieht man jetzt hier auf dem Bild leider nicht. Also das ist diese Maschine, die man benutzt hat, um die Verschalung dann mit Beton aufzufüllen. Und hier sind halt die Lohen, ganz normal, die halt den gebrochenen Stein nach außen bringen. Ja, hier jetzt auch nochmal eben für euch, hier hat auch so dieser Umladeprozess stattgefunden, wenn die V2-Raketen hier angekommen sind, was auch ganz interessant ist. Die Raketen kamen jetzt zum Beispiel vom Mittelbau Dora, da sind wir ja auch schon mal gewesen. Da mussten ja unter unmenschlichen Bedingungen die Gefangenen, die Zwangsarbeiter diese Raketen zusammenbauen. Und hier hat jetzt letztendlich der Umstellungsprozess stattgefunden. Hier wurden dann diese Raketen angeliefert und mit Zügen hier rein transportiert und dann hat man umgeladen und dann sollten hier die Raketen stückweise deponiert werden. Hier gab es dann massig solche Stollen wie hier, wo die Raketen dann durchgeführt wurden mit Zugmaschinen und dann in die einzelnen Depots gelagert wurden. Und das ganze Stollensystem sollte über 7 Kilometer werden. Also hier konnte man dann einige Raketen unterbringen. Und mit den Zügen sind dann halt auch die ganzen Treibstoffe mit angekommen, also Ethanol und so weiter, was man brauchte. Ja, das sieht man jetzt auch wieder von der anderen Seite nochmal. Der Ausbau. Hier oben Deckenabstützung, die 4. Das ist Wahnsinn. Und das sind jetzt zum Beispiel solche Gänge auch gewesen, ja, wo die Raketen dann durchgezogen wurden, bis sie halt an ihrem Endpunkt standen und gelagert wurden.
Ja, hier sieht man jetzt auch nochmal weitere Bereiche, die hier leider aber abgesperrt sind. Hier kann man nicht durchgehen. Aber das ist wirklich interessant hier. Da hinten geht es nämlich weiter. Hier würde man jetzt ja, Kilometer lang irgendwo durch die Stollen noch laufen. Das ist wirklich Wahnsinn. Weil da hinten sieht es so aus, als ob da auch nichts mehr betoniert ist, ganz am Schluss. So, jetzt kommen wir zu dem Fahrstuhl, wo wir jetzt praktisch unter die Kuppel fahren, wo letztendlich die V2-Raketen für den Start vorbereitet wurden. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt. So, hier sieht man jetzt mal so ein Modell der V2-Rakete. Weiter unten auch die V1. Und wir sind jetzt hier praktisch unter der Kuppel, die ja nicht komplett fertiggestellt wurde. Also ihr seht hier noch praktisch diesen Rohbau. Und das auch alles, was hier drin ist, muss man sich jetzt letztendlich wegdenken. Auch diese Ebene, die hier reingezogen wurde. Hier sieht man auch nochmal ganz gut, was hier für Moniereis und Beton versenkt wurde in diese Kuppel. Das ist wirklich Wahnsinn. Hier nochmal die V1. Das ist jetzt hier mal so ein Transportwagen, wo die Zugmaschine dran gekoppelt war, wo die A4-Rakete draufgesetzt wurde. Ein Teil davon. Man kann das hier ganz gut erkennen. Hier wird es auch nochmal gezeigt. Hier ist die A4-Rakete, die Zugmaschine, und das hier sind die kleinen Wagen, wo die Rakete dann drauf gekommen ist. Ja, hier gibt es halt wirklich nochmal einige Modelle der verschiedenen Raketenabschussbasen, die man errichtet hat. Hier nochmal für die A4-Rakete. Hier natürlich La Coupole. Hier sieht er auch nochmal den Querschnitt von dem Ganzen. Hier die Kuppel, hier die Raketen aufrecht gestellt und unten praktisch die Tunnel, wo die Raketen die ganze Zeit hin und her befördert wurden zu ihren Bereitstellungen. Und hier praktisch, wie sie hier reingekommen sind, hier ist die Lokomotive. Da ist auch Versorgungsgüter, der Flüssigtreibstoff und die Raketen selbst, die aus Mittelbau-Dora gekommen sind. Und hier, das ist die äußere Ansicht. Hier wurden letztendlich die Raketen dann aus den Ausschüben rausgefahren und hier wurde der Startvorgang eingeleitet. Jetzt bewegen wir uns gerade jetzt hier, wir sind wieder mit dem Fahrstuhl gefahren nach unten. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie weit das hier hochgeht. Das ist ja Wahnsinn. Boah. Ja, schaut mal Leute, hier in La Coupole haben wir jetzt Diorama gefunden von der V1 Abschussanlage, wo wir gewesen sind. Und hier können wir das im Prinzip noch mal ganz gut erkennen, was wir alles durchlaufen sind. Hier ist die Rampe für den Marschflugkörper. Hier unten die Fertigungsstraße, hier unten wo der LKW steht, hier unten. Hier kommt das im Prinzip rein. Hier seht ihr jetzt nochmal, hier ist die Station, wo der Marschflugkörper praktisch von den LKWs abgeladen wurde. Und weiter oben, hier ist jetzt die Montagehalle, wo das geprüft wurde, die einzelnen Teile, die angekommen sind. Und hier an der Seite die längeren Schläuche, da wurden die halt zwischendeponiert, wenn die geprüft worden sind.
So, und hier oben müsste eigentlich das Richthaus sein. Ich glaube, das ist das hier, was ja so ein bisschen getarnt ist, weil das ja halt ein primäres Gebäude ist, wo alles vorbereitet wurde, bevor dann die Rakete letztendlich, beziehungsweise der Marschflugkörper, auf die Rampe befördert wurde. Hier unten auch nochmal der Löschteich, beziehungsweise wo der Dampferzeuger und der Dampferzeuger war hier hinten drin, hinter dem Löschteich, genau. Und hier vorne, das sind diese kleinen Bunker, wo die Zünder untergebracht worden sind. Jetzt sieht man es halt nochmal von oben. Schön. Trotz der gewaltigen Bemühungen der deutschen Ingenieure und der beeindruckenden Bauweise von La Coupole blieb die Anlage im Wesentlichen unvollständig und wurde nie für den Raketenstart eingesetzt. Durch wiederholte Angriffe der Alliierten, insbesondere mit den enormen Tallboy-Bomben, wurde die Kuppel zwar verschont, aber die Eingänge und Tunnel wurden schwer beschädigt. 1944 wurde die Anlage von den Alliierten erobert, teilweise abgerissen, um ihre Wiederverwendung zu verhindern, und später aufgegeben. Erst in den 1990ern wurde La Coupole für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und ist heute ein Museum, das nicht nur die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der V-Waffen erzählt, sondern auch die Entwicklung der Raumfahrt, die ohne die Innovationen dieser Kriegszeit nicht denkbar gewesen wäre. So, das ist jetzt der nächste Punkt, den wir jetzt hier bekommen können, wo wir hinlaufen können. Also hier, wie gesagt, die Kuppel hier oben, dann diese Pfeiler für den zusätzlichen Schutz, und hier wäre jetzt hier einer dieser Schächte gewesen, daneben noch einer. Das ist jetzt alles mit Erdreich zu, da wäre die Rakete rausgefahren. Und da oben ist im Prinzip der Belüftungskamin. Nie zum Einsatz gekommen. 15 Mal bombardiert. Mit dieser Aussicht jetzt hier auf die Kuppel beenden wir jetzt das Video. Ich hoffe, ihr habt einiges sehen können. Wir konnten einiges zeigen. Es ist halt ein komplettes Museum, das darf man jetzt nicht vergessen. Und wir haben da jetzt auch nicht alles da irgendwie abgefilmt. Geht auf jeden Fall selber einmal hier hin, besucht das Ganze. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ganze hier einmal anzuschauen und die Geschichte zu verstehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne hier einen Daumen da, kommentiert das Video und schaut euch unsere anderen Videos an, die wir hier noch so auf dem Kanal haben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!